Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Kreativ-Espresso hier auf Ulrike Hirsch TV. Hier ist gerade ein bisschen Action, ich bin gerade dabei, meinen intuitiven Malworkshop-Raum aufzuräumen, denn gleich beginnt ein neues Ausbildungswochenende. Vorher habe ich aber gedacht, ich nutze dieses schöne Tageslicht im oft doch so dunklen November, um euch mein neuestes Projekt vorzustellen. Daher heute ganz kurz und knackig. Es geht mal wieder um ein Buchprojekt. Hier könnt ihr das Buch mal von außen sehen, im fertigen Zustand. Das ist eins mit einem schwarzen Einband von der Firma Semikolon. Und das habe ich vor vielen Monaten mal in einer Papeterie gefunden, als wir irgendwo unterwegs waren. Und ich habe das mitgenommen, weil es sehr schönes Papier hat. Das ist so büttenartiges Papier. Und ich hatte damals noch keine Ahnung, was ich damit machen will, aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist mit den leeren Büchern. Ich nehme die dann mit, lege die hin und irgendwann, bäm, habe ich eine Idee und dann fange ich ein neues Projekt an. Das ist eigentlich ein Fotoalbum, angeblich. Viel zu schade dafür, fand ich. Und ich habe begonnen, in dieses Buch erstmal mit flüssigen Aquarellfarben hinein zu matschen. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu matschen. Ich habe, wenn ich einen Workshop oder ein Ausbildungswochenende hatte, mir das so alles vorbereitet, dass ich immer, wenn ich eine kurze Pause hatte, mal in mein Atelier geflitzt bin und mit den Farben eine neue Doppelseite richtig vollgematscht habe. Die konnte dann ganz in Ruhe trocknen bis zur nächsten Pause oder auch über Nacht. Und dann habe ich mir die nächste Doppelseite vorgenommen. Das Buch hat nicht so viele Seiten, das sind 11 Doppelseiten. Also ich habe jetzt die vorderste und die hinterste mitgezählt. Dadurch ging das an einem Wochenende über die Bühne. Und es hat total viel Spaß gemacht, erstmal nur so rumzusauen, ganz planlos. Ich hatte damals noch keine Idee, was genau ich mit dem Buch machen würde. Ich wusste nur, erstmal will ich es vollmatschen. Als nächstes habe ich dann das Buch in den Händen gehalten und habe mich gefragt, ja, was könnte ich denn jetzt damit machen? Einfach wieder reinzeichnen oder reinmalen, das habe ich gerade schon gemacht. Ich dachte, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren und so habe ich angefangen, die Seiten zu zerreißen, aufzubrechen, zu zerstören und aus jeder Seite kleine Schnipsel oder auch größere Schnipsel rauszureißen, sodass in den Seiten Löcher entstanden sind. Diese Herangehensweise ist etwas ungewöhnlich, aber es hat total viel Spaß gemacht, einfach so kaputt zu machen. Ja? Also dieses Zerstören und Kaputtreißen von Bildern und so weiter ist auch etwas, was unser inneres Kind oder etwas sehr Archetypisches in uns anspricht. Und das zu dürfen und sogar in einem kreativen Rahmen das auch zu genießen, das finde ich richtig schön und heilsam und auch spannend. Also ich habe dann aus dem Buch die einzelnen Schnipsel alle rausgerissen, wirklich ohne Plan, ganz spontan und habe dann einen kleinen Schnipselhaufen gehabt und der nächste Schritt war dann, die Schnipsel wieder aufzukleben, aber auf anderen Seiten. Also ich bin dann das Buch durchgegangen, Seite für Seite und habe mir Plätze gesucht, wo ich die Schnipsel wieder aufkleben kann. Das war dann halt so, dass ich die Farben auch schön kombiniert habe. Ne? Wenn da eine Seite war, wo hauptsächlich mit Gelb und Rot und Braun gematscht wurde, da habe ich dann blaue Schnipsel aufgeklebt. Das hat auch Spaß gemacht, weil es war schon ein kompositorischer Akt. Das trainiert auch das Farbempfinden und auch das Empfinden für die Komposition, wenn wir uns überlegen, auf welche Seite, also auf welche Stelle auf der Buchseite wir den Schnipsel aufkleben. Das alles schult unser Empfinden. Unser Empfinden für Komposition, für Ausgewogenheit und Spannung, ja, und für einfach den richtigen Platz eines Schnipsels. Ja, und als die ganzen Schnipsel dann aufgeklebt waren, habe ich mich einfach immer, wenn ich Lust dazu hatte, mit dem Buch hingesetzt und bin reingegangen auf jede einzelne Seite. Und dafür habe ich mir die meiste Zeit genommen und das war auch der sag ich mal, meditativste Teil dieses Projektes. Auf die Seite schauen, auf der ja schon ziemlich viel los ist. Das sind ja schon auch sehr intensive Farbgewitter auf den einzelnen Seiten, ja, und auch die Löcher haben ihre Wirkung.
Und dann habe ich mich hingesetzt und habe damit gespielt. Und das Schöne, wirklich das Schöne bei diesem Buch ist, wenn wir eine Seite haben, dann sehen wir auch schon die nächste. Hier seht ihr, durch das Loch könnt ihr bereits die zweite Seite erkennen. Oder hier ist ein großes Loch. Und so ist das ein richtig spannendes Projekt, weil es sind nicht nur einzelne Seiten. Wenn wir auf einer Seite arbeiten, sieht man gleich auch viel mehr vom ganzen Buch. Oder das Gleiche geht natürlich auch in die Rückwärtsrichtung. Also es ist echt spannend, weil wenn ich zum Beispiel die erste Seite irgendwie gestaltet habe und man kann durch die erste Seite auch schon die dritte Seite sehen und ich habe dann auf der dritten Seite was verändert, dann verändert sich auch die erste Seite wieder. Und das ist total spannend, weil es ist letztendlich ein gesamtes Kunstwerk und keine 11 einzelnen Seiten. Und das ist nochmal so eine ganz neue Dimension von dem Buch. Jetzt noch kurz zu den Materialien. Also für das Matschen, ganz zum Anfang, habe ich meine heißgeliebten Pebeo Aquarelltuschen verwendet. Die kennt ihr ja schon aus einigen vorhergehenden Kreativ-Espressos. Tue ich euch auch verlinken. Als ich dann später noch in die Seiten reingegangen bin, habe ich Acrylmarker verwendet von der Firma Molotow. Die heißen One for All. Die habe ich mir schon zu Beginn des Jahres besorgt. Da habe ich erstmal 10 verschiedene Farbtöne von, so in so einer Zigarrenschachtel in einer alten, die habe ich immer mit dabei. Mit denen kann man auch super Steine bemalen. Und ich habe auch meine Tasche mit den Pitt Artist Pens. Die kennt ihr ja schon, die habe ich schon so oft empfohlen. Oder auch Staedtler Pigmentliner. Meine liebsten Kritzelstifte. Das ist alles. Total unkompliziert. Also erstmal Farben zum Matschen. Dann braucht ihr eure Finger zum Schnipselreißen. Klebstoff, um die Schnipsel wieder aufzukleben. Und anschließend irgendein Arbeitsmaterial eurer Wahl oder auch mehrere, um wieder auf die Seiten drauf zu gehen und die zu verschönern, zu erweitern oder wieder aufzubrechen. Ihr könnt auch Washi-Tape nehmen oder Glitzer oder irgendwelche Sachen noch aufkleben, die euch einfallen. Also da gibt es ganz viel. Das Besondere an diesem Projekt ist halt wirklich diese Vieldimensionalität und die Tiefe, die entsteht dadurch, dass Löcher in den Seiten sind und auch dadurch, dass wir das Buch erstmal in Stück zerstören und dadurch aber aufwerten, hat das auch eine ganz besondere Qualität. Ja, und am Ende entsteht dann wieder ein richtig schönes Kunstwerk. Das Schöne bei diesem Buch ist, dass man es zubinden kann an der Seite. Das macht es dann auch nochmal ein Stück geheimnisvoller, finde ich. So, mit einem schönen Schleifchen. Ich werde mal schauen, dass ich das irgendwo im Netz finde und euch das dann auch verlinken. Das habe ich seither nie wieder gefunden und ich bin oft und gerne in Papeterien, aber ich tue mal, was ich kann, weil das Teil ist wirklich empfehlenswert. Doch jetzt werde ich erstmal weiter aufräumen und mich vorbereiten für meine Leute. Und ich hoffe, euch macht das Projekt genauso viel Spaß wie mir. Ist was Wunderschönes, so für die Jahreswechselzeit, vielleicht sogar auch für die Rauhnächte. Ihr könnt natürlich auch jedes andere Buch benutzen. Wichtig ist, dass das Papier der Seiten nicht zu dünn ist, also empfohlen ist nicht unter 170 Gramm. Wenn es auch so ein bisschen büttenartig ist, ja, sodass ihr da mit Wasser drauf gehen könnt, das ist auch sehr gut. Und es sollten nicht zu viele Seiten sein. Also wenn ein Buch zu dick ist, dann ist es auch so, dass das Projekt manchmal zu groß wird und die Hemmschwelle, das anzufangen, die ist dann auch zu hoch. Also je weniger Seiten, desto besser. 10, 20 Seiten, das geht super mit den ganzen Löchern drin, da sind die schnell voll und ihr habt schnell ein wirklich schönes, reiches, tiefes und farbig saftiges Kunstwerk in den Händen. Zum Abschluss blätter ich nochmal für euch durch mein fertiges Buch.
Da könnt ihr euch gemeinsam mit mir dran freuen und euch auch inspirieren lassen. Und ich wünsche euch eine glückliche, erfüllende, kreative und lebendige Winterzeit. Wir sehen uns bald wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.